Hier ist ein starker Typ. Das ist Hasan Idris. Er forscht an der Uni Duisburg-Essen im Bereich Wassertechnik. Er kommt aus Syrien und hat dann hier echt schnell Deutsch gelernt und sich an der Uni eingelebt. Jetzt gibt es noch einen Grund zum Feiern. Das Akademische Auslandsamt hat ihm für seine Leistungen und seinen gesellschaftlichen Einsatz einen Preis verliehen. Und wir haben ihn mal auf der Arbeit an der Uni besucht. Hasan Idris ist auf der Suche nach Lösungen. Hier an der Uni Duisburg-Essen forscht er rund um das Thema Wasser, Gewinnung und Aufbereitung. Aktuell geht es darum, ölhaltiges Wasser zu reinigen. Also hier bei uns in der Abteilung wird allgemein über Wassertechnik geforscht. Das heißt also, welche Technologie setzt man für die Aufbereitung und der Behandlung von Trinkwasser und Abwasser. Ich bin beschäftigt mit der Behandlung von ölhaltigem Wasser. Hasan kommt aus der Stadt Homs in Syrien. Sauberes Wasser und Wasserknappheit waren dort immer schon ein Thema. Dann kam der Krieg, der die Lage noch verschärfte. Sein Studium begann er in Syrien. Dann konnte er sich 2015 gegen tausende Bewerber durchsetzen und schnappte sich ein Stipendium. Seitdem ist er in Deutschland. Hier in Duisburg fühlt er sich sichtlich wohl. Ich habe meine Master hier an der Abteilung gemacht und nachher oder am Anschluss habe ich auch meine Promotion hier gemacht. Das ist super, das ist toll. Also die Arbeitsatmosphäre hier ist unglaublich schön. Wir sind hier eine Gruppe von internationalen Studierenden, also wirklich alles durchgemischt. Super schön. Also ich kann bis morgen eine schöne Geschichte erzählen. Heute bereitet der 30-Jährige die Klausuren für seine Studierenden vor. Er erinnert sich gut, wie er selbst noch Prüfungen schreiben musste. In Syrien natürlich alles auf Arabisch, hier dann auf Deutsch oder Englisch. Schwierig. Ich dachte mir erstmal, also das schaffe ich nicht einmal, die Klausur zu bestehen. Ja, aber dann, es kam daraus, dass ich habe das richtig gut bestanden. Ich wurde auch ausgezeichnet. Das ist nun lange her. Die aktuelle Auszeichnung freut ihn und seine Kollegen. Sie waren es auch, die ihm die Nachricht überbracht haben. Ich war im Labor und ich hatte mein Handy nicht dabei. Und dann jemand hat mir gesagt, der Stefan hat geschrieben, du hast den Preis gewonnen. Ja. Ich habe mich riesig gefreut und ich könnte an dem Tag nicht weiterarbeiten. Seine Zukunft sieht Hasan Idris in Deutschland und sicher noch eine Weile hier in Duisburg. Ja, und der die Mail von der guten Nachricht geschrieben hat, ist jetzt bei mir im Studio. Der Mentor von Hasan, Professor Stefan Panglisch von der Uni Duisburg-Essen. War dann auch okay, dass er an dem Tag nicht mehr arbeiten konnte, so richtig, oder? Ja, natürlich. Ja, das habe ich ihm gegönnt, den Tag feiern, ja. Jetzt ist der DAAD-Preis ja schon eine große Nummer, den kennen aber nicht viele. Können wir mal kurz erklären, was das genau ist? Ja, DAAD steht für Deutscher Akademischer Auslandsdienst und ist weltweit die größte Förderorganisation für den Austausch von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen oder für den internationalen Austausch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Studierenden und vergibt Stipendien, unterstützt Hochschulen im Ausland für den Ausbau und unterstützt auch deutsche Hochschulen für die Internationalisierung. Und die vergeben halt einmal pro Jahr, seit etwa 10 Jahren, diesen DAAD-Preis, wobei die Gasthochschulen diesen Preis dann verleihen. Und dieser Preis soll den Studierenden ein Gesicht verleihen, ne? Eine Geschichte, dass man die Geschichte lernt hinter oder mitbekommt, die hinter den Studierenden steckt. Und ja, der Preis hat eigentlich 3 Aspekte. Er würdigt zum einen die akademische Leistung der Studierenden, aber eben auch das gesellschaftliche und das interkulturelle Engagement. Warum haben Sie denn ausgerechnet gesagt, der Hasan verdient das? Warum haben Sie ihn vorgeschlagen? Ja, weil er genau diese 3 Aspekte eigentlich in idealer Weise vereinbart. Ne? Zum einen war er bei mir, hat er bei mir seinen Master gemacht, gehörte er in seinem Jahrgang zu den besten 5%, hat auch für seine Masterarbeit den Sparkassenpreis der Stadt Duisburg oder der Stadt Duisburg bekommen. Hat aber neben seinem Studium ehrenamtlich bei der Caritas gearbeitet, in einem Altersheim, hat so eben auch nebenbei noch gut Deutsch gelernt mit den Senioren und Seniorinnen.
hat bei mir am Lehrstuhl eine Hochschulgruppe gegründet, eine selbstorganisierte Hochschulgruppe, die gerade aus den Erstsemestern hilft, wenn die jetzt aus ihren Ländern zu uns nach Duisburg kommen. Dann hat er jetzt eine Webseite kreiert, um syrischen Flüchtlingen und auch Studierenden zu helfen. Also, ich höre, Sie sind Fan. Ich bin ein großer Fan von ihm, ja. Jetzt wenn wir noch mal kurz gucken können, wir haben es gerade im Film auch gesehen, Sie haben ein sehr internationales Team bei ihm am Institut. Ja. Das ist was ganz Besonderes. Können Sie uns vielleicht sagen, wovon wir alle da was lernen können mit so internationaler Zusammenarbeit? Was können Sie daraus ziehen? Also es ist eigentlich typisch für die Wissenschaftsszene, dass wir von der Internationalität leben und auch profitieren. Und wir in unserem Institut, ich habe mal zusammengezählt, im letzten Jahr waren wir 11 verschiedene Nationen, inklusive der Deutschen. Und davon kann man einfach nur profitieren. Man kann nur lernen von anderen Kulturen, der Umgang miteinander. Das hilft einfach nicht nur in der Wissenschaft, sondern im täglichen Leben. Das nehmen wir mal mit. Vielen Dank für Ihren Besuch und weiterhin viel Erfolg mit dem Team.